Im AI Act der Europäischen Union geht es unter anderem um Gesichtserkennung. Lange wurde debattiert, wie das Ganze aussehen soll. Und jetzt haben wir eine Antwort. Diesmal soll alles geregelt und ohne die ganzen Probleme ablaufen. Ja, Spoiler, das wird wohl nichts. Probleme wie dieses hier. Take a picture and wait for the result. Now you're already looking at her profile page. Sowas soll es auf keinen Fall mit der EU geben. Nur die guten Seiten, wie etwa, dass ich mein iPhone mit meinem Gesicht entsperren kann. Obwohl ich kein iPhone habe und das eigentlich meinem Onkel gehört. In der Vergangenheit hat Gesichtserkennung immer wieder einen Ruf von Privatsphäre zerstörender Technologie gehabt, die auch regelmäßig missbräuchlich eingesetzt wurden. Da wäre beispielsweise die Polizei in Baltimore. There was an example with the Baltimore police in the Freddie Gray marches, where they use face recognition to identify protesters. And then they try to link them up with their social media profiles. Wenn also die Polizei hier Gesichter auf einer Demo scannt und dann Leute festnimmt wegen Verbrechen, die wann völlig anders stattgefunden haben, dann fühlt man sich plötzlich nicht mehr so gut, wenn man auf eine Demo geht. Aber gut, FaceApp. Die App, die ihr im ersten Beispiel gesehen habt, das ist eine App aus Russland. Der Fall der Baltimore Police ist ja Jahre her und außerdem waren das die USA. Fehler in der Gesichtserkennung werden immer besser und selbst wenn die KI auf Personengruppen außer weißen Männern längst nicht so gut läuft und eher einem Caveman-Brain manchmal gleicht, das sind Fehler, die wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren ziemlich sicher komplett ausgelöscht werden. Und auch solche Fehler hier. I woke up in my dorm room to 35 missed calls, all frantically informing me that I had been falsely identified as one of the terrorists involved in the recent Easter attacks in my beloved motherland, Sri Lanka. She suspects it may have something to do with Muslim feminist activism that she was involved with as a teen. Auch solche Fehler sind weniger geworden und werden natürlich immer besser werden, je mehr wir das ganze Ding auch füttern und anwenden. Von den 8 von 42, die richtig erkannt wurden, also etwa 80% Fehlerrate, sind wir laut diesem Artikel mittlerweile bei einer Fehlerrate von 34,7% bei Dunkelhäutigen und bei 0,8% Fehlerrate besagter weißer Männer. Lasst uns deshalb heute klären, waren das alles, was ich euch im Eingang gezeigt habe und was wir alle kennen, einfach nur Kinderkrankheiten einer sehr jungen Technologie? Kann KI-Gesichtserkennung, wenn wir einfach annehmen, dass sie keine oder fast keine Fehler macht, vielleicht sogar sinnvoll und ethisch in Ordnung sein? Denn genau das versucht der AI Act für uns zu definieren. Zunächst müssen wir verstehen, wie diese KI-Technologie zumindest ganz grob funktioniert. Jemand von euch hat mir per Instagram eine sehr tolle Analogie geschickt. An der Stelle auch gerne dort folgen. Ich lasse dort auch momentan ganz gerne mal ein paar lustige Videos vom Stapel. Absolut, das verstehe ich. Ja. Aber stellt euch vor, Gesichtserkennung ist quasi sowas wie das Spiel 2 Wahrheiten, eine Lüge. Dabei nenne ich 3 Aussagen über mich und eure Aufgabe ist es herauszufinden, welche davon gelogen ist. Also, ich bin Dozent an 2 Hochschulen gleichzeitig, ich habe aus Versehen mal eine deutsche Behörde gehackt und ich habe eine eigene Gesichtserkennungssoftware gebaut. Welches davon ist die Lüge? Gesichtserkennung macht das jetzt nicht mit Aussagen, sondern mit Fotos. Ein echtes Foto und ein unechtes, beispielsweise von einem KI-Bildgenerator erstellt. Die Aufgabe für den Erkenner ist dann zu entscheiden, welches davon das echte ist, indem es eben eine Wahrscheinlichkeit dafür angibt, wie sicher es sich ist. Also zum Beispiel 95%, dass das linke Bild hier echt ist. Dann bekommt die KI die Lösung gesagt und darf darauf lernen. Entscheidend für diesen Prozess sind natürlich mehrere Faktoren. Wie gut ist mein Erkenner? Sprich, wie lange habe ich den trainieren lassen? Und vor allem, auf welcher Hardware habe ich ihn trainieren lassen? Beinahe jedes Jahr veröffentlichen Firmen wie Nvidia neue Grafikkarten, womit solche Erkenner natürlich immer schneller, immer besser werden. Das heißt, dieselbe Zeit heute ist wahrscheinlich nur ein Zehntel so viel wert, wie das, was wir in einem Jahr bekommen. Gleichzeitig bauen Firmen aber wie Google oder OpenAI ihre eigenen milliardenschweren Trainingszentren für KI auf. Das erklärt dann recht schnell, warum zum Beispiel bei weißen Männern die Fehlerrate bei 0,8% liegt und vermutlich bald auf 0,1% sinken wird. Aber genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist der Datensatz für diese KI. Sind in meinem Datensatz eben nur weiße Männer drin, hat die KI mit anderen Geschlechtern oder Hautfarben eher zu kämpfen.
Doch auch das wird natürlich sehr viel besser, je weiter verbreitet das Internet an sich ist und vor allem natürlich auch je länger wir es einfach nutzen. Je mehr Daten wir produzieren, desto genauer werden auch Gesichtsfotos. Auch hier ist natürlich eine deutliche Tendenz offensichtlich zu erkennen. Aber was viele missverstehen, es geht nicht um euer Gesicht, zumindest nicht mehr und nicht nur. Denn Biometrie, das ist so viel mehr als nur euer Gesicht. Auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass eure ganzen Gesichter wunderschön sind, sind nicht nur eure Augen wichtig. Nein, die KI, die China zur Überwachung nutzt, die wir übrigens als Skynet kennen, die heißt wirklich so, nutzt seit Jahren vor allem die Ganganalyse zur Erkennung von Personen. Also völlig egal, wie euer Gesicht aussieht, ein Video von eurer Gangart ist tatsächlich aussagekräftiger. Körperbau, Schlurfen, Humpeln, selbst wenn man versucht, diese KI zu hintergehen, selbst dann hat sie den Menschen erkannt, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Jetzt muss ich mich aber ja nicht entscheiden, ob ich euren Gang analysiere oder euer Gesicht. Oder von mir aus eure Art zu gestikulieren oder auch eure Lippenbewegung. Ich kann auch einfach alles gleichzeitig nutzen. Und genau hier sind wir noch lange nicht am Peak angenommen. Während wir natürlich sehr viele Bilder von Gesichtern auf Social Media haben, haben wir noch nicht so viele Videos davon, wie wir rumlaufen, auf Social Media gepostet. Noch nicht mal annähernd. Unsere Daten sind löchrig, einseitig und die Modelle sind genau da noch extrem am Wachsen. Und trotzdem haben wir schon weniger als 1% Fehlerquote bei einem Teil der Bevölkerung. Wir können also vermutlich mit relativ hoher Sicherheit sagen, dass meine Claims von Anfang eben nur Kinderkrankheiten und Ungenauigkeiten von noch ein paar Jahren maximal sein werden. Und genau das haben sich auch Clearview AI und die Europäische Union gedacht. Wisst ihr aber, wem eure biometrischen Daten völlig egal sind? Mir. Ich weiß, dass wir eine gewisse Geschmacksüberlappung haben, denn nach der letzten Unterstützung von Holy haben mir echt einige von euch geschrieben, dass sie es feiern. Und das freut mich riesig. Und auch Holy hat sich darüber so sehr gefreut, weswegen sie auch heute das Video nochmal supporten. Holy Iced Teas sind nach wie vor meine absoluten Favorites. Zuckerfrei, was zu meiner Ernährung sehr gut passt und deshalb auch fast keine Kalorien. Dennoch schmecken sie richtig nach Eistee wegen der echten Teebasis. Sie haben mir letztes Mal eine unglaublich riesige Portion Lemon Honey X Black Tea geschickt. Ich trinke normalerweise nicht gerne Schwarztee, aber ich habe mir sagen lassen, dass ich vielleicht einfach nicht den Teebeutel vergessen sollte. Naja, das kann mir mit Holy aber tatsächlich nicht passieren. Das kommt nämlich als Pulver für ihren eigenen Shaker. Eigentlich ganz geiles Zeug. Und auch wenn es jedes Mal überschäumt, liebe ich es nach wie vor mit Kohlensäure sogar noch ein bisschen mehr. Danke an die absoluten Ehrenleute von Holy, dass sie extra zu ihrem 3. Holy Geburtstag den Code Morpheus für euch erstellt haben, mit dem ihr auch als Bestandskunden nochmal 10% Rabatt bekommt. Und falls ihr sogar Neukunde seid mit Morpheus 5, spart ihr nochmal 5 Euro obendrauf. Den Link seht ihr hier als QR-Code oder natürlich in der Videobeschreibung. Für mich immer eine sehr geile Erfrischung am Abend, vor allem ohne Kalorien und Zucker. Okay, lasst uns zunächst schauen, was der gerade festgelegte rechtliche Rahmen so zu Kameraüberwachung sagt. Im Grunde sagt die EU, dass AI-gestützte Kameraüberwachung soweit fein ist, sobald ein Grund vorliegt. Kameras aufstellen ist okay. Bei Gefahr, die Person auf den Bildern in Echtzeit auszuwerten, ist auch okay. Was genau die Gefahr ist, das entscheidet ein Richter. Und retrograd, also damit nicht in Echtzeit, sondern auf den Aufnahmen danach, darf man es grundsätzlich sogar machen, wenn eine Person nur einer Straftat bezichtigt wird. Svenja Hahn von der FDP sagt dazu treffend, die retrograde biometrische Identifizierung von Personen ist nahezu ohne rechtsstaatliche Hürden wie eine vorherige richterliche Genehmigung und bereits für kleinste Bagatelldelikte möglich. Patrick Breyer von den Piraten sagt dazu, dass damit dann Sprayer wegen Sachbeschädigung oder Obdachlose wegen Hausfriedensbruch verfolgt werden könnten, so wie das auch in Italien in Como geschehen ist. Und ja, technisch hat er recht. Aber das kann man natürlich auch positiv sehen. Spraying ist beispielsweise rechtlich gesehen durchaus Sachbeschädigung. Um Jakubowska zu zitieren, was wir erwarten können, ist eine potenzielle Zunahme des Einsatzes von Gesichtserkennungssystemen in unseren öffentlichen Räumen. Insbesondere, wenn diese Systeme live eingesetzt werden. Mitglieder der EPP, also die, zu der sich auch die CDU zählt, schätzen solche Systeme aber natürlich zur Sicherheit der Bevölkerung vor Terrorismus als sehr wertvoll an. Also wir können zusammenfassen,
Wir bekommen durch den AI Act vermutlich mehr, nicht weniger biometrische Überwachung. Denn eingeschränkt wird sie nicht, es wird eher ein relativ offener rechtlicher Rahmen dafür geschaffen. Ist das aber vielleicht tatsächlich sogar was Gutes? Das Essentielle bei so einer Überwachung ist nun also, nutzt man sie verantwortungsvoll? Oder noch viel wichtiger und noch korrekter, kann die Regierung, die diese Überwachung einführt, garantieren, dass niemand, auch mit völlig anderen Vorstellungen von Menschenrechten, diese Überwachung missbräuchlich einsetzt? Und das ist nicht einfach. Der größte Player bislang für Gesichtserkennung ist eine Firma namens Clearview AI, gegründet von Juan Ton Tat, einem australischen Softwareentwickler. Hier mit dem Bild nur für den Fall, dass, keine Ahnung, irgendwann mal sein Gesicht gebraucht werden sollte für irgendeine Fahndung oder sowas. Clearview AI trainiert genauso eine Gesichtserkennung mit öffentlich verfügbaren Fotos von uns, manche davon auch besonders sexy, und stellt sie dann über 600 Strafverfolgungsbehörden in den USA und früher durchaus auch privaten Firmen zur Verfügung. Am 26. Januar 2020 hatte Clearview als Datenbank 3 Milliarden Fotos von uns gespeichert, beispielsweise einfach gerippt von Social Media. Am 18. April 2023, also ziemlich genau vor einem Jahr, waren in dieser Datenbank 30 Milliarden Bilder drin. In etwas mehr als 3 Jahren hat sich also die Menge der Bilder, die Clearview AI aus dem Internet gerippt hat, verzehnfacht. Oh, und am 24. November letztes Jahr, da waren es 40 Milliarden. Wir können also davon ausgehen, dass es gerade schon wieder etwa 10 Milliarden Bilder mehr sind. Der Plan sind übrigens 100 Milliarden Bilder in dieser Datenbank. Klar, diese Bilder brauchen sie ja auch, damit sie genaue Gesichtserkennung machen können. Rein rechtlich habe ich aber nie eingewilligt, dass meine Bilder und Videos, zum Beispiel auf YouTube, von Clearview AI verarbeitet werden dürfen. Und laut DSGVO ist das auch nicht erlaubt. Dazu kommt, wenn ihr ein Foto mit einem Freund macht und der lädt das hoch, vielleicht auch ohne euer Einverständnis, dann ist das Clearview relativ egal. Ihr seid trotzdem in genau dieser Datenbank und das ist leider eher die Norm als die Ausnahme. Behaltet das ganz kurz im Hinterkopf. Damit haben sie aber im Grunde eine so mächtige Datenbank von uns allen, die nichts weiter ist als öffentlich zugängliche Daten. Und damit kann man jetzt natürlich ziemlich gut rausfinden, wo wir uns gerade befinden. Denn ich kann nun mit einem ganz normalen Foto von einer beliebigen Person alle anderen öffentlichen Fotos durchsuchen. Nicht wie die Google-Rückwärtssuche, sondern eben mächtiger. Es findet auch andere Fotos von euch, beispielsweise sogar von eurer Uni-Zeit, die 10 Jahre her ist. But now as we scroll down, we're starting to see pictures of me that are not from that original image. So this is... So unlike a reverse image search, this does different angles and variations. It's and even trained black just and on white. face. Exactly. Here's one of me in glasses. Das bezieht sich jetzt bislang natürlich nur auf öffentliche Bilder, denn Clearview ist keine staatliche Einrichtung. Dennoch ist es aber damit schon möglich, Opfer von Menschenhandel zu finden, weil man sie vorher und nachher findet. Das ist natürlich dann auch was Gutes. Deswegen kämpft Clearview auch massiv gegen Cease-and-Desist-Anordnungen, die sie von Twitter, YouTube und sogar von Facebook bzw. Meta erhalten haben. Sie müssen sich aber trotzdem daran halten. Und auch wenn diese Daten eigentlich gar nicht rechtmäßig erworben wurden, hat Clearview AI die Software jahrelang sogar an private Firmen verkauft. Das dürfen sie nun auch nicht mehr. Doch staatliche Akteure in den USA verlassen sich natürlich immer noch darauf. In Europa hingegen sieht das ein bisschen besser aus. Italien hat Clearview zu einer Strafe von 20 Millionen verdonnert, da eine, ich zitiere, Rechtmäßigkeit in den USA noch keine Rechtmäßigkeit in der EU bedeutet und damit keine rechtliche Grundlage zum Sammeln und Verarbeiten besteht. Ich liebe es, wenn Richter formelle Rückhandschellen verteilen. Genauso lief das Ganze übrigens auch in Frankreich. Auch hier 20 Millionen Euro Strafe. Aber fassen wir zusammen. Clearview sammelt öffentliche Bilder, die Menschen freiwillig einstellen und trainiert damit eine Gesichtserkennung, die ziemlich solide funktioniert. Klar, als private Firma muss sie sich dann rechtlich rechtfertigen, aber wenn wir das Beispiel natürlich ein bisschen weiter spinnen, sieht das anders aus. KI ist jetzt
sagen wir mal, nicht gerade stillgestanden die letzten paar Jahre. Im Gegenteil, Algorithmen wurden natürlich massiv besser, Grafikkarten massiv schneller und da ich auch aus der Szene komme, kann ich euch sagen, es ist mittlerweile durchaus möglich, seinen eigenen Bildgenerator zu Hause zu trainieren und zumindest vielleicht ihn auch nochmal anzupassen. Und wie wir gerade behandelt haben, die Bilder, die Clearview benutzt hat, sind ja im Grunde öffentlich zugängliche Bilder. Also kann im Grunde jeder mit ein paar tausend Euro Budget und zu viel Zeit sich Clearview AI für zu Hause bauen. Das Schwierigste an dem Ganzen ist vor allem, sich mit den ganzen Captchas und Anti-Bot-Maßnahmen der Plattform zu beschäftigen. Und naja, die sind jetzt nicht gerade unfehlbar, wie ihr wisst. Was das heißt, Clearview mag vielleicht verboten oder zumindest eingeschränkt worden sein, aber sich ein neues Clearview zu bauen, das ist keine so große Hürde mehr. Und wenn es wirklich was bringt, dann baut sich Walmart eben ganz einfach selbst so eine KI, wenn sie kein Clearview-Kunde mehr sein dürfen. Und genau hier bin ich sehr, sehr dankbar sogar über den AI Act. Denn in der EU darf Walmart sowas einfach nicht. Und auch Amazon darf keine Einkaufswagen überwachen, um euch zu identifizieren. Zumindest nicht in der EU. Biometrische Kategorisierung auf sensiblen Daten, und hier wird unter anderem wirklich wortwörtlich gescrapte Internetdaten genannt, das ist insgesamt bei uns verboten. Genauso wie Social Scoring, Predictive Policing und manipulative KI. Und über diese drei haben wir jeweils schon ein eigenes Video gemacht. Das ist was wirklich, wirklich Gutes. Aber leider gibt es auch ein paar Ausnahmen, wie wir das oben beschrieben haben. Wenn eine konkrete Gefahr droht, mit Beschluss oder wenn im Nachgang eine polizeiliche Recherche stattfindet, dann gelten diese Richtlinien nicht. Was wir also nun evaluieren müssen, ist polizeiliche biometrische Überwachung vielleicht okay? Im Grunde ist diese Debatte eine reine Abwägung. Ist die Einschränkung unserer Freiheit mit mehr Sicherheit vor Angriffen und Co. zu rechtfertigen? Auf der Pro-Seite, das haben wir schon gesehen, Menschen aus Menschenhandel zu identifizieren, ist laut Clearview möglich. Das ist super. Strafverfolgung auch möglich. Und wenn Spraying nicht verfolgt werden sollte, dann sollte es meiner Meinung nach auch erstmal gar keine Straftat sein. Also eigentlich ist das Thema um Spraying ein ganz anderes. Und Kameras können durchaus auch eine Abschreckung für Täter sein. Speziell habe ich einige Freundinnen im privaten Umfeld, die sagen, dass sie abends lieber nicht alleine heimlaufen wollen. Eine Kamera könnte hier eine weitere Abschreckung für Täter sein. Aber leider besagt sogar eine Studie der Uni Bielefeld, dass Überwachungskameras gar nicht mal so effektiv sind. Von 13 aufgestellten Systemen hat man nur bei 2 Systemen einen statistisch signifikanten Rückgang von Kriminalität gefunden. Und bei einem dieser beiden Systeme wurde das sogar mit anderen Variablen und nicht mit der Kameraüberwachung begründet. In 7 der 13 Gebiete, wo Kameras aufgestellt wurden, da stieg sogar die Kriminalität. Aber auch hier war die Kameraüberwachung nicht der Grund dafür. Kurzum, es war pups egal, ob Kamera da oder Kamera weg. In manchen Situationen, wie etwa auf einem dunklen Parkplatz, waren Kameras wirkungsvoller, aber gerade wenn es um Verbrechen gegen Personen oder aufgrund von Alkohol ging, waren Kameras seltener wirksam. Sprich, die Freundin, die dann nachts heimläuft, diese Situation bleibt nach wie vor eine immense Gefahr. Im Gegenteil, man könnte sich mit den Kameras sogar in falscher Sicherheit wiegen. Dazu kommt, ihr kennt vielleicht den Observer-Effekt, vielleicht hauptsächlich aus der Physik. Wenn man ein System beobachtet, dann verändert sich das Ergebnis, Heisenberg und so. Lustigerweise gilt dieser Effekt aber auch für uns Menschen, wenn wir gerade kein Verbrechen planen. Wenn wir uns beobachtet fühlen, verhalten wir uns anders. Ein paar Forscher haben das auf Social Media gezeigt, dass sich sogar bestimmte Persönlichkeitsmerkmale ändern, wenn man ihnen sagt, dass sie einfach nur Teilnehmer einer Studie sind. Nutzer mit geringem Neurotizismus haben zum Beispiel nach Beginn der Studie weniger gepostet als davor. Selbstbezogene Inhalte haben abgenommen, weil die Teilnehmer in einer Studie waren und die Themenvielfalt hat zugenommen. AKA, lass mal übers Wetter reden, weil wir müssen ja irgendwas posten für die Studie, aber ich möchte nicht wirklich was von mir preisgeben. Und das kennt man ja grundsätzlich auch aus wissenschaftlichen Studien, weswegen man immer Doppelblindstudien durchführt. Die Patienten wissen dabei nicht, ob sie ein Placebo nehmen oder nicht, also können sie die Wirkung gar nicht vorhersagen. Wüssten sie, könnten sie also Effekte beobachten, dann würden sie allein dadurch schon die Studie verfälschen.
Das heißt, einfach nur zu wissen, dass man beobachtet wird, das fördert die innere Zensur. Ich zeige auf YouTube nicht den gleichen Kram, den ich privat mache. Klar, das wiederum ist aber ziemlich schlecht, denn wenn ich vermute, dass die nächste deutsche Regierung vielleicht Partei X enthalten könnte, gehe ich vielleicht nicht zur Demo gegen eben jene Partei X, wenn ich da aufgezeichnet werde. Es könnte ja sein, dass ich deswegen dann im Nachgang verfolgt werde. Und das wiederum ist direkt ein Problem für die Demokratie, denn es untergräbt die Freiheit des Einzelnen, selbstbestimmt zu leben. Ein Punkt, der hier übrigens sogar noch dazu kommt: Emotionserkennung wurde nur am Arbeitsplatz und an Schulen verboten. Bin ich in der Öffentlichkeit, darf, so wie ich das verstanden habe, durchaus eine Kamera analysieren, ob ich gerade komplett pisst bin oder ob ich extrem deprimiert bin. Sie darf zwar nicht wissen, wer ich bin, aber dafür darf das auch eine Firma mit ihren Kunden machen. Klar, darauf basierend mich manipulieren, das darf sie wiederum nicht, weil das ist ja verboten. Aber ich habe irgendwie trotzdem wenig Lust darauf, dass irgendein Kundensupport im Rewe zu mir gerannt kommt, wenn ich irgendwann mal wieder hungrig einkaufen gehe und deswegen mad bin. Das wäre mir tatsächlich so unangenehm, dass ich mich sogar richtig dafür schämen würde. Denn meine Gefühle gehen eigentlich niemandem was an, den ich das nicht aktiv wissen lasse. Zumal genau solche Emotionen dann vielleicht ja sogar gegen mich verwendet werden könnten. Bin ich emotional aufgekratzt auf einem Überwachungsvideo und werde verfolgt wegen einem Delikt, den ich gar nicht gemacht habe, dann reicht hier vielleicht die Emotionserkennung aus, um mich so einen gewissen Schritt hinter die Unschuldsvermutung zu schubsen. Das Schlimmste ist aber für mich einfach das Missbrauchspotenzial. Ja, wir haben sehr gute Polizisten, die großartige Arbeit machen. Ja, wir haben einige sehr fähige Menschen in Regierungskreisen. Aber wir haben auch ein paar Individuen, die andere Menschen verfolgen, egal ob aus ideologischen Gründen oder aus privaten Gründen. Ich persönlich kann kein Werkzeug unterstützen, das Menschen in falscher Sicherheit wiegt. Klar, Aufklärung von Verbrechen ist wichtig, aber hier wissen wir einfach tatsächlich nicht, wie viel uns das tatsächlich bringt. Und wäre dann nicht vielleicht sogar sinnvoller, das Geld in Präventionsarbeit zu stecken, anstatt uns alle unter Generalverdacht zu stellen? Ich sehe durchaus, warum KI-gestützte Überwachung sehr sexy wirken kann, aber für mich überwiegen hier ganz klar die Risiken und Nachteile. Wir dürfen uns von der technologischen Machbarkeit nicht einfach blenden lassen. Nur weil etwas möglich ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch wirklich sinnvoll oder gar ethisch vertretbar ist. Ich befürchte leider, dass wir hier definitiv den Slippery Slope machen, dass wir mit dem flächendeckenden Einsatz von Gesichtserkennung und Emotionsanalyse im öffentlichen Raum eine gewisse Büchse der Pandora öffnen, dass Überwachung dadurch immer normaler und allgegenwärtiger wird. Und 1984 war verdammt nochmal einfach kein Handbuch. Das Missbrauchspotenzial ist riesig. Die Versuchung des Überwachungsstaates, die ist halt einfach allgegenwärtig. Und am Ende stehen wir alle unter Generalverdacht. Das kann und will ich so nicht akzeptieren. Deshalb mein Appell, lasst uns lieber die Ursachen von Kriminalität angehen, als die Symptome mit fragwürdiger Überwachung zu bekämpfen. Investieren wir das Geld doch einfach lieber in Bildung, Prävention und sozialen Zusammenhalt, stärken wir die Kompetenzen der Polizei, ohne ihnen eine Hochrisikotechnologie in die Hand zu geben. Und verteidigen wir unsere Freiheitsrechte entschlossen gegen so einen Angriff, egal ob gut gemeint oder nicht. Wir Nerds und Techies tragen hier eine besondere Verantwortung. Um es mit Hand-auf-Platz-Worten zu sagen: Schade, müsst ihr wissen. Müsst ihr wissen.